In diesem Video starten wir auf die Carretera Austral, eine der wohl ursprünglichsten und landschaftlich schönsten Strecken Patagoniens. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Aber da kam gerade die Nationalparkbehörde und meinte, wir dürfen hier nicht campen. Oh, das wird vielleicht ein bisschen komisch. Da sind einfach so viele Menschen hier angekommen. Hä? Hier draußen stehen wir genauso gut, also verstehe ich nicht. Feeling like every day's a vacation, like we're on an ultimate getaway. Been talking about it, but now we made it. Oh, so let's take it slow. Guten Morgen, es ist 7 Uhr und gleich beginnt unser Abenteuer auf der Carretera Austral. Aber wir werden erstmal mit einer Fähre fahren. Noch 10 Minuten bis zur Fähre. Da stellen wir uns gleich in die Schlange und dann haben wir eine 5-stündige Fährfahrt vor uns. Scheint noch nicht so viel los zu sein. Rechts? Ja gut. Und wo ist das Schiff? Also wir sind jetzt wieder rausgefahren, alle Autos da drinnen haben da geparkt und dann sagt sie aber zu uns, dass wir 500? 500 Pesos Parkgebühr bezahlen müssen, wenn wir da drin parken. Ja. Wenn wir da rausfahren. Das sind doch nur 50 Cent, aber hä? Hier draußen stehen wir genauso gut, also verstehe ich nicht. Jetzt frühstücken wir erstmal. Weil das Schiff ist nämlich noch nicht da. Genau, aber wir haben auf der Liste gesehen, es können eigentlich nur noch irgendwie 20 Leute oder sowas kommen, dann sind wir eigentlich schon voll. Ah, die ist schon da. Wer ist da? Oh, Ah, geil, ist eine Dingsfähre. eine offene. Ja, aus Starling. Wir hatten die Fähre die ganze Zeit nicht gesehen und jetzt ist sie auf einmal da. Also keine Ahnung, ob sie die ganze Zeit da stand oder wie auch immer. Also wir haben 2 Minuten gewartet. Genau, wir haben 2 Minuten gewartet. Jetzt müssen die Geier mal hier ein bisschen Platz machen und wir fahren jetzt als erstes drauf, weil wir da gut standen und scheinbar müssen die größeren Fahrzeuge sowieso als erstes drauf fahren. Also, schauen wir mal. Geradeaus, links, rechts. Keine Ahnung, wahrscheinlich müssen wir jetzt drehen. Und ich hoffe nicht neben den Buggy. Ah, okay. Ah, okay. Die Luke wurde gerade geschlossen. Es ist 9:01 Uhr und jetzt geht's los. Wir haben ein bisschen Zeit auf der Fähre. Also machen wir mal was Leckeres zu essen. Das werden Crepes. Den ersten gibt's mit Käse. Bin gespannt. Aber ich denke mal, es ist auf jeden Fall besser als die Kantine. Wobei, hier gibt es gar keine Kantine, sondern so eine Snackbar, glaube ich nur. Ja, sehr gut. Die dritte Runde und jetzt geht's mit Nutella los. Leider haben wir nur ein Nutella-Problem, weil wir haben gerade das letzte Glas aufgemacht und Nutella ist so schweineteuer hier, dass wahrscheinlich wir mit dem Glas bis zum Ende der Reise kommen müssen. So langsam kommen wir unserem Ziel näher. Da hinten irgendwo muss unser Hafen sein. Es könnte sein, dass wir die Fähre da vorlassen müssen. Das wäre natürlich blöd.
Die Fähre fährt wieder und wir können jetzt scheinbar anlegen. Die Luke ist schon auf und wir fahren die letzten Meter an Land. Und es werden eher 6 Stunden anstatt 5. Wir haben jetzt 15 Uhr, sind um 9 Uhr losgefahren. Aber die Fahrt war sehr entspannt. Und jetzt geht es gleich an Land. Und dann fahren wir 20 Minuten und machen mal einen kleinen Spaziergang, damit wir uns ein bisschen bewegen. Und anschließend geht es dann zum Stellplatz. Die Carretera Austral, offiziell Route 7, erstreckt sich über rund 1240 Kilometer durch das chilenische Patagonien, von Puerto Montt bis nach Villa O'Higgins. Der Bau dieser Straße begann 1976. Damals waren große Teile der Region nur per Schiff, Flugzeug oder über Umwege durch Argentinien erreichbar. Die chilenische Regierung wollte die abgelegenen Gebiete besser an das Land anbinden und begann eines der größten Infrastrukturprojekte der chilenischen Geschichte. Erst im Jahr 2000 wurde die Verbindung bis Villa O'Higgins fertiggestellt. Selbst heute ist die Route noch nicht durchgängig asphaltiert. Lange Abschnitte bestehen aus Schotterpisten und an mehreren Stellen müssen Fahrzeuge weiterhin Fähren nutzen, um die Fjordlandschaften zu überqueren. Dennoch gilt sie als eine der schönsten Roadtrip-Strecken der Welt und diese wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Wir sind die ersten Meter auf der richtigen Carretera Austral unterwegs. Schon super viele Fahrradfahrer gesehen. Wahrscheinlich hat die Fähre vor uns noch einige ausgekippt. Und die Straße ist gerade wirklich richtig schlecht. Also es gibt Stellen, da sind einfach unendlich viele Startlöcher. Dann geht es mal wieder für ein paar Meter und dann kommen wieder richtig schlechte Stellen. Also kann nur besser werden. Wir sind am Start der Wanderung und der Parkplatz ist einfach komplett voll. Das liegt wahrscheinlich daran, dass vor uns eine Fähre angekommen ist und ja, ziemlich viele hier auch angehalten haben. Aber wir haben zum Glück den letzten Parkplatz bekommen und gehen jetzt mal los. Gerade gelesen sind nur 700 Meter. Du hast eine Kappe gebraucht. Ja, das kann keiner wissen, das stimmt. Ja. Und hier soll es übrigens riesige Bäume geben und die suchen wir natürlich jetzt erstmal. Uiuiui, wackelt ein bisschen, wa? Ja, da, ja. Und dann? Ja, jetzt kannst du einfach dahin treten, das ist nicht tief, das ist kein Matsch, ja. Jetzt für so kurze Strecken wollten wir echt Wanderschuhe anziehen, wenn so Matsch sein könnte. Richtig doof. Jessie steht zwischen 2 Riesenbäumen. Und da wir da am Deutschen Reisebus getroffen haben, haben wir auch beim Vorbeigehen gelernt, dass die Bäume 1 mm im Jahr im Durchmesser wachsen und dementsprechend schon alle sehr, sehr alt sind. Wie alt habe ich jetzt leider nicht mehr gehört. Das scheint wohl der größte hier zu sein. Und der dickste. Hast du gelesen, dass der dickste ist? Nö, aber er ist auf jeden Fall viel dicker als die anderen, die wir vorher gesehen haben. Da wachsen einfach die Blumen hier am Moos. So, wir haben das Ende des Weges erreicht und verabschieden uns jetzt auch schnell hier wieder. Es sind einfach so viele Menschen hier angekommen, denen wir jetzt gleich allen begegnen werden. Aber es muss sich ja jetzt hier nicht alles unbedingt stauen. Wir haben auch eigentlich alles gesehen und fahren jetzt zu unserem nächsten Ziel. Und das ist ein Stellplatz am Fluss. Hoffentlich ist der Fluss nicht so kalt, da können wir mal reinspringen. Hier so nicht rum, oder? Was? Weiß ich nicht. Werden wir dann sehen, ob das klappt oder nicht. Ich muss da hier Wer lässt durch. dich? Hier ist aber auf jeden Fall mehr Platz. So. Doch, geh noch. So, ein bisschen gebüsch. Oh, ich bin auch schon weg. Ja, aber die waren nur kurz am Wasser gucken.
Berg aus. Was? Camper? Steht ein Camper? Wo denn? Ach da, ja, tatsächlich. Wir haben den ersten Spot für die Übernachtung an der Carretera Austral erreicht. Da steht auch schon ein Camper. Aber wir wollen eigentlich einen cooleren Platz, der näher am Wasser ist. Deswegen bin ich gerade mal auf Erkundungstour, was eben so der beste Spot ist. Aber ich glaube, es gibt nicht so viel. Vielleicht da ganz hinten. Das könnte gut klappen. Aber da müssen wir schon ein Stück für gehen oder fahren. Wir haben es geschafft. War ein bisschen aufwendiger. Hier mussten wir ein paar Steine unterlegen. Aber jetzt sollte es passen. Sieht von der Verschränkung relativ schräg aus. Aber eigentlich im Fahrzeug ist es ziemlich gerade. Und jetzt stehen wir schön mit Blick auf diesen Fluss. Und ich glaube, ich werde da mal kurz reingehen, auch wenn es ziemlich kalt ist. Die Chance lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Da ist Wasser, da ist Sonne, also rein. Ich feuer nur an. Hier ist heute nicht so warm. Ach, vielleicht gehe ich am besten da rein, wa? Ja, sieht gut aus da. Also muss auch sagen, es sind vielleicht 15 Grad, 16 Alter, Grad. ist das geil! Also draußen. Das Wasser steht noch mal auf einem ganz anderen Blatt. Geh nochmal mit Kopf runter. Okay. War nicht ganz anders. Das Baden nahm ein jähes Ende. Ich wollte sowieso rauskommen, aber da kam gerade die Nationalparkbehörde und meinte, wir dürfen hier nicht campen. Und auch nicht baden. Und auch nicht baden, ja, schade. Also ziehen wir mal weiter und versuchen uns irgendwo einen Platz zu suchen. Normalerweise achten wir immer sehr darauf, nicht im Nationalpark wild zu campen. Wir respektieren die Regularien vor Ort und es ist uns wichtig, uns daran zu halten. Wir sind auf der Stellplatzsuche und ich erkundschafte jetzt meinen Platz hier, aber das sieht alles sehr steil und ungünstig aus. Ich glaube, das ist nichts für uns. Nee, weiterfahren. Und wir haben gerade mal überlegt, das war jetzt das 3. Mal auf dieser Reise, wo wir weggeschickt wurden. Einmal in San Francisco, einmal in Bolivien und jetzt das erste Mal in Chile. So, Versuch Nummer 2, einen neuen Stellplatz zu finden. Das sieht aber ganz gut aus. Ich gehe jetzt gerade mal nach vorne. Hoppala, das ist aber weich gewesen. Da steht aktuell ein Auto. Ist die Frage, ob wir da gleich noch umziehen wollen. Das wäre nämlich dann da. Da hätten wir vielleicht ein bisschen besseren Zugang zum Meer. Nee, ist ein See. So, wir sind umgezogen hier neben das Fahrzeug, das wahrscheinlich gleich fährt, weil die arbeiten gerade mit der Kettensäge am Strand. Ich weiß auch nicht, was die hier machen. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt. Logischerweise ist natürlich hier das Meer, weil von hier aus könnte man noch nach Chiloé fahren, was wir ja auch geplant hatten, aber dann nicht geklappt hat, weil es keine Tickets mehr gab. Sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Er hantiert da irgendwie gerade mit so Treibholz in der Kettensäge. Naja, gut. Jeder wie er möchte. Wir sind von Chaiten losgefahren bei traumhaftem Wetter. Die Landschaft ist einfach echt grandios, kann man nicht anders sagen. Wir haben jetzt noch so 200 Kilometer ungefähr vor uns und dann steht morgen eine Wanderung an. Eigentlich wollten wir die heute machen, aber ja, wir haben leider vergessen, Nationalparktickets zu kaufen und das ist uns dann gestern Abend auch eingefallen und da war es schon zu spät, weil heute ist halt auch Samstag und perfektes Wetter. Demzufolge waren alle ausgebucht, also machen wir es morgen. Und noch einen Tag länger warten hätte auch keinen Sinn gemacht, weil dann ist ja Montag und am Montag haben ja alle chilenischen Nationalparks zu. I know you left your head tight in my room, just so I could think
chasing you, and I need to see if our connection is right. I'd like to know you better. Let's get it out the way. I know you saw my letter, so tell me what you think, okay? You can steal all of my sweaters. Just promise not to turn away. You look perfect weather. Ja, locker flockig. Ja, wir gucken mal, wie so die beste. Wahrscheinlich sogar würde ich da vorgehen. Weißt du warum? Weil dann ist man nämlich noch ein bisschen geschützter. Wir sind am nächsten Stellplatz angekommen. Auch wenn es aussieht wie ein See, ist es tatsächlich das Meer. Guten Morgen. Wir hatten eine sehr ruhige Nacht an unserem Platz am Meer. Das war ja wirklich eine wunderschöne Aussicht. Nur halt ein bisschen nah zur Straße, aber hat man nachts überhaupt nichts von mitbekommen. Und jetzt ist es 8:40 Uhr. Wir stehen am Eingang zum Nationalpark. Hatten schon gelesen, der macht um 9 auf. Das ist aber auch nicht ganz so früh gekommen. Aber ja, hier ist jetzt das Tor zu und es stehen auch schon, ich glaube, 5 Autos vor uns. Ja, ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass man zumindest schon mal auf dem Parkplatz fahren kann, aber es ist wieder richtig abgeriegelt. Genau. Naja, warten wir jetzt wahrscheinlich noch ein paar Minuten. Und dann kann es gleich losgehen. Es ist 9:04 Uhr schon. Das Gate hat sich geöffnet und der Ranger kontrolliert scheinbar die Tickets. Ja, nur gefragt, ob wir welche haben. Oh. Wir haben gerade gepackt. Waren als zweites Auto drin. Hat nur ein bisschen länger gedauert, weil der Kollege vor uns nicht einparken konnte. Und da hinten kommt schon ein Bus. Also lieber mal schnell anstellen. Sonst wird es nämlich gleich richtig voll. Wir sind gestartet. Unsere Tickets wurden kurz gescannt und wir haben 1 Minute bei der Einweisung zugehört. Die war auf Spanisch und ja, wir haben nicht so viel verstanden. Und ich glaube, für diese 6 Kilometer Wanderung brauchen wir wohl keine Einweisung. Vor allen Dingen ist es, was er eigentlich am meisten gesagt hat, wie lange welcher Weg dauert. Das ist ja sowieso völlig, völlig abhängig von den Leuten, die es laufen. Und wir haben uns ja vorher damit schon auseinandergesetzt, kennen den Weg. Von daher ist das so schon völlig okay. Wir werden es schon schaffen und umso früher wir unterwegs sind, umso weniger Leute sind da und umso besser ist wahrscheinlich das Wetter noch. Das Wetter ist ganz okay, würde ich mal sagen. Gestern wäre es mit Sicherheit besser gewesen. Aber wir wären halt auch erst so wahrscheinlich um 10, halb 11 hier gewesen. Und ich glaube, dann ist es richtig, richtig voll. Werden wir ja gleich am Rückweg sehen. Aber wir haben gestern mit Nachbarn am Stellplatz gesprochen und die meinten, ja, es wäre eine einzige Menschenreihe gewesen. Und dabei gibt es ja nur begrenzte Tickets. Aber wahrscheinlich kommen die meisten Leute ungefähr zur gleichen Zeit. Die letzten paar 100 Meter geht es hier über eine Moräne nach oben vom Gletscher, weil wir gehen ja zum Gletscher. Und jetzt müssten wir aber auch langsam da sein. Es wird mal wieder matschiger, aber es können nur noch ein paar Meter sein. Die letzten Meter sind aber schon Leute da. Aber nicht viele. Ui, das sieht aber sehr cool aus. Das ist schon krass blau, das Wasser. Ja. Für uns geht's jetzt zurück und dann gehen wir noch einmal da unten an den See. Da gibt es nämlich noch so einen Aussichtspunkt. Aber erstmal den gleichen Weg bis zur Hängebrücke zurück und da ist dann die Abzweigung.
Wir sind zurück an der Hängebrücke. Die geht jetzt gleich hier rechts ab. Aber wir gehen noch zum See und biegen deswegen nach links ab. Ja. Ui, okay. Inzwischen ordentlich zugezogen. Wir haben kurz die Aussicht genossen. Wo geht denn meine Frau lang? Also der Weg war eigentlich da, aber na gut. Ja, aber es war super viel los. Die meisten warten wahrscheinlich auf eine Bootstour, die kostet 18.000 chilenische Pesos, also 18 Euro ungefähr. Machen wir natürlich nicht. Und jetzt geht's zurück zum Camper. Und dann werden wir wahrscheinlich noch mal zu dem Platz fahren, wo wir letzte Nacht standen. Weil da soll man nämlich Delfine sehen können. Wir haben gestern ganz kurz welche gesehen. Aber vielleicht haben wir heute die Chance, noch mal ein paar zu spotten. Und der Platz war, abgesehen davon, dass er relativ nah an der Straße war, schon mega schön. Und nachts ist halt keiner gefahren auf der Straße, deswegen war es super ruhig. So, wir sind zurück am Parkplatz. Und es ist irgendwie ganz komisch. Es ist total ruhig. Uns ist auf den letzten Metern überhaupt niemand mehr entgegengekommen. Also haben wahrscheinlich alle Menschen, die hier heute in diesem Nationalpark waren, gesehen. Das waren vielleicht, keine Ahnung, 150? So, jetzt sind wir wieder da und gehen zum Camper und fahren zum Stellplatz. Wir sind wieder an unserem Plätzchen. Eben standen da noch ein paar, die sind alle gefahren und jetzt haben wir den Platz für uns. Und ich bin gerade mal hier ein bisschen um die Ecke gezogen, weil es sieht nämlich so aus, als würde die Sonne rauskommen. Und wir haben leider gerade aktuell keinen Schatten, weil die noch zu hoch steht. Und ja, Markise haben wir auch nicht. Das wäre mal so ein Punkt, den man nochmal in Angriff nehmen könnte, wenn man mal wieder in Europa wäre. Da ist er. Jetzt hüpft nochmal, so wie eben, als wir nicht gefilmt haben. Naja, anstatt zu hüpfen ist er gar nicht mehr da. Da hinten ist noch, also zwei sogar jetzt. Ja, es sind auf jeden Fall mehrere unterwegs, aber die tauchen immer relativ lange ab. Ja. Aber da rechts jetzt noch einer. Da vorne. Da. Siehst du? Ja, da sind jetzt mehrere. Da ist sogar einer so ähnlich wie. Da ist jetzt, hier rechts war jetzt auch wieder einer. Jetzt kommen sie hoch irgendwie. Das hört man sehr richtig doll. Na, jetzt schwimmen sie aber von uns weg. Oh, das wird vielleicht ein klein bisschen komisch. Sind wir hier? Schöne Landschaft. Guten Morgen! Wir sind schon ein paar Kilometer gefahren und gehen jetzt mal kurz zu diesem Wasserfall. Salto del Condor heißt er, glaube ich. Pünktlich zum Wasserfall kommt die Sonne raus. Und hier rechts geht es noch ein kleines Stück weiter. Gucken wir mal, wo es hingeht. Ich bin am Wasserfall angekommen, eigentlich direkt runter. Der Weg da war ein bisschen abenteuerlich. Und deswegen ist Jessie da unten stehen geblieben. Ich glaube, sie hat auch einen sehr guten Blick. Jetzt geht's zurück. Es war nur eine kurze Strecke, aber
Man muss hier so an der Seite lang spazieren. Und das ist ein bisschen felsig und steil, rutschig. Aber es hat sich gelohnt. Stellen wir uns hinter den, wa? Sonst wird es schon schwierig. Die fahren weit weg. Glaube ich nicht. Die parken gerade. Ja, stellen wir uns hinter den. Können Panalux vielleicht noch irgendwie neben uns oder so. Ja. Oder da vorne, aber ich weiß auch nicht. Oder sollen wir da vorne hin? Nee, hinter ist okay. Wir sind am nächsten Stellplatz. Hier ist ziemlich viel los. Und es ist super nah an der Straße, aber es soll ganz ruhig sein. Und hier ziehen gerade welche mit dem Einkaufswagen um. Es soll in der Nacht ruhig sein, weil dann in der Regel keiner mehr fährt. Aber wir wollen heute mal in die Stadt gehen, weil wir sehen mich später noch Jasmin und Raffi, die wir seit Ecuador, glaube ich, nicht mehr gesehen haben. Gemeinsam mit Jasmin und Raffi verbringen wir einen richtig netten Abend in dieser kleinen Stadt, bevor es wieder raus in die Natur geht. Das seht ihr aber erst in der kommenden Woche. Falls ihr also Lust habt, uns weiter auf dieser tollen Strecke zu begleiten, dann seid doch auch in der nächsten Woche wieder mit dabei. Und bis dahin sagen wir Danke für all eure Unterstützung, ob per Like, Abo, Kommentar, Mitgliedschaft oder Spende in unsere Dieselkasse. Das wissen wir wirklich sehr zu schätzen. Also, bis nächste Woche!